Ja, servus zusammen. Zu diesem Familienklassiker Skoda Kodiaq. Die zweite Auflage ist seit einem Jahr ziemlich genau im Handel, wurde in Deutschland auch schon über 21.000 Mal verkauft. Und wir schauen mal, was dieser Siebensitzer in dem Fall so alles kann. Mein Name ist Thomas. Viel Spaß. Ja, wie immer ein kurzer Blick erstmal am Anfang rund ums Auto, in dem Fall rund um den Skoda Kodiaq, wie er ja eigentlich heißt. Dann haben wir hier einmal die Frontpartie mit neuen Matrix-LED-Scheinwerfern. Oder was heißt neu? Das sind halt State of the Art, die es beim VW-Konzern eben gibt. Wir haben hier unten einen Stoßfänger mit Air Curtains. Kennt man mittlerweile ja auch, zum Beispiel vom neuen Tiguan. Aber auch den Konkurrenten, Inhouse-Konkurrenten, den neuen Tayron. So, seitlich dann, ein bisschen zurückgehen, dass ich ihn ganz drauf bekomme. 4,76 Meter lang ist die zweite Generation des Kodiaq, in dem Fall 18 Zoll Winterräder drauf. Details, na, die mir aufgefallen sind, gehen wir mal hier hin. Wir haben hier ein Keyless Go System verbaut, sieht man hier auch an der kleinen Einfassung hier oder an dieser kleinen Einkerbung. Der gleiche Türgriff ist auch hinten verbaut, allerdings hier ohne Keyless Go. Dann geht es weiter, Simply Clever Feature. Eiskratzer gibt es nach wie vor. Und an der Heckansicht, gucken wir uns auch noch mal an, in dem Fall kein durchgezogenes LED-Leuchtband, aber ansonsten ja, steht schon ordentlich da. Wobei ich jetzt von einigen gehört habe, schon im Vorfeld, dass das Heck eher nicht die Schokoladenseite von dem Auto ist, aber gerne mal einen Kommentar dazu posten, wie ihr den Skoda Kodiaq von hinten findet. Ansonsten gucken wir mal hinten rein in den Kofferraum, weil das ist ja einer der Kaufgründe oder Hauptgründe für so ein großes Auto. So, ich hatte es erwähnt, wir haben hier den Siebensitzer am Start. Ich habe auch schon mal eine Rücksitzbank hier oder einen Sitz hochgeklappt, aber man sieht auch direkt, so viel Platz ist da gar nicht und auch für die Kleinsten wird es da wahrscheinlich relativ schnell eng werden. Wenn ich das Ganze umlege, dann hat man jetzt hier hinten beim Siebensitzer 765 Liter Stauvolumen, alles umgelegt, sind es dann 2065 Liter. Typisch Skoda, ein Haufen Einlegematten gegen Schmutz und Dreck und Beschädigungen. Hier haben wir auch nochmal einen Boden, einen verstellbaren Boden. Ja, was ich mir ganz galant finde, ist, wenn du die Laderaumabdeckung im Fahrzeug verstauen kannst, dann geht sie dir in der Wohnung oder der Garage nicht um. Hat Skoda hier im wahrsten Sinne clever gelöst. Und auch ein Seltenheitswert, wir haben hier noch eine Box mit Sicherungen drin. Ansonsten liefert Skoda reichlich Gepäckraum, Trennnetze und wenn wir gerade vorher bei den Simply Clever Sachen waren, hier typisch die Taschenhaken, hier einmal die Umklappfunktion für die zweite Sitzreihe und dann hast du hier einen komplett ebenen Ladeboden, wenn du das einmal umlegst, und eine Anhängerkupplung hat das Fahrzeug auch noch. Da ist sie, einmal mit Nachdruck. Und beim TDI, den ich jetzt hier fahre mit Frontantrieb, kann man bis zu 2 Tonnen schwere Anhänger ziehen. Ich würde sagen, wir gucken einmal in die zweite Reihe. So, dann einmal hinten rein und dann springt hier auch der Türkantenschutz raus. Das ganze Thema ist optional erhältlich an allen 4 Türen. Türpappen hinten. Ja, hier haben wir einen Separé-Verdunkler, allerdings Hartplastik, wie mittlerweile bei sehr vielen VW-Modellen. Ansonsten gilt es aber, dass hier hinten sehr viel Platz ist. Mal rein hier. Ich habe den Vordersitz auf mich eingestellt, bin 1,94 Meter groß. Einmal zu. Das ist doch ganz schön dunkel hier hinten, ne? Ja, ein bisschen düster heute, aber wie man sieht, ich passe hier hinten auch locker hin und ja, gucken wir einmal rum hier. So, ansonsten gilt, dass du hier hinten zumindest jetzt in dem Testwagen hier von Skoda, wirklich auch einiges geboten bekommst. Es fängt an mit einer eigenen Klimazone, dann Sitzheizung für die hinteren Passagiere, 2 USB-C-Ports hier unten. Hier in der Mitte gibt es auch noch mal ein paar Cupholder und hier unten auch einen, das ist nicht wabbelig, das kann man rausnehmen zum Reinigen, einen Einsatz für die Mittelkonsole hier oder Mittelkonsole für den Kardantunnel. Kannst du hier draufstecken, kannst du auch noch mal Getränke reinmachen. Finde ich immer ganz dankbar, vor allen Dingen, weil hier die Aussparung auch größer ist für größere Getränkeflaschen, weil hier ehrlicherweise passen
nicht diese üblichen Getränkeflaschen, diese Thermoskannen oder diese Thermosflaschen für Kinder rein. Das ist mir mal so aufgefallen bei meiner Kleinen. Das ist jetzt wirklich sehr angenehm zum Sitzen und das ist auch deutlich größer als natürlich ein Tiguan. Aber Tiguan vergleichen ist unfair. Allspace gibt es ja nicht mehr und der Tayron kommt, wie ich gleich vorher angesprochen habe, erst Anfang nächsten Jahres. Und jetzt einmal nach vorne ins Cockpit. So, einmal Platz genommen in der ersten Reihe vom aktuellen Kodiaq. Was fällt auf als erstes? Wir haben hier die gängige Bedienlandschaft mittlerweile von Volkswagen. Und hier möchte ich gerade mal einhaken, weil ja jemand geschrieben hatte, unter anderem beim Golf R Video, wie man denn an dem Bildschirm ziehen kann. Und das tut ja bei jedem Auto knarzen. Und überhaupt ist ja Plastik, es muss Geräusche machen. Ne? Mal hören. Ja, ein bisschen. Aber bei weitem nicht so knarzig wie im Golf. Also es muss definitiv nicht sein. So viel dazu. Ansonsten ist das hier die gleiche Bedieneinheit wie bei Golf, Passat, ID.7 und so weiter und so fort. MIB 4 mit der ganz aktuellen Softwareversion funktioniert flüssig, funktioniert ohne Abstürze, zumindest jetzt während meinen 2 Testwochen. Ich kann jetzt da wirklich nichts dagegen sagen. Doch, einmal hat er zwischendurch das Signal verloren vom Telefon, wo ich Apple CarPlay genutzt habe. Aber gut, das kann auch mal am Telefon gelegen haben. Ich weiß es nicht genau. Insgesamt aber sehr flüssig. Eine sehr schöne Bedienung mittlerweile. Ne? Da gibt es gar nichts. Kommen auch in alle Menüs sehr schnell rein. Der Kodiaq lässt sich hier auch drehen. Ne? Alles sehr flüssig gemacht. Auch hier die Kartenbedienung ganz flüssig und wirklich kein Vergleich mehr zu den Anfängen von dem System. Dann geht es hier unten mal weiter mit den Skoda Smart Dials. Das ist ja etwas, was sich viele gewünscht haben, auch für andere VW-Konzerne, dass ich hier noch eine separate Klimasteuerung habe. Hier diesen mittleren Dial kann ich belegen, wie ich das gerne möchte. Ich kann hier noch verschiedene Funktionen drauflegen. Sehr sinnvoll finde ich eben die Lautstärke auch, Luftvolumen, ja. Kartenzoom zum Beispiel, dann hat man das, dann hat man hier 3 Funktionen drauf und finde ich gut gelöst. Ne, auch echte Tasten nach wie vor für die Scheibenheizung, Frontscheibengebläse. In dem Fall jetzt übrigens auch der Kodiaq mit einer beheizten Frontscheibe. Das ist wirklich für den Winter ein großer Zugewinn. Sitzheizung lässt sich auch über den Regler regeln. Ja, genau. Und wenn wir gerade bei der Mittelkonsole sind, hier unten 2 USB-C-Ports, auch massig Platz hier drin. Da ist einiges an Stauvolumen vorhanden. Wer sich wundert, was das hier ist, auch ein Simply Clever Feature, eher aus der Not geboren. Es ist ein Reinigungspad für den Bildschirm. Ja, hast du wenigstens immer dabei, passt hier auch super rein. Dann haben wir hier 2 Ladeschalen fürs Telefon und aus 1 macht 2. Hast du hier einen variablen Cupholder oder einen Flaschenhalter und hier noch deinen Münzhalter. Gucken wir hier auch nochmal. Dann haben wir 2 Handschuhfächer. Einmal oben passt Zeug rein. Einmal unten. Wir machen natürlich auch den A5-Test. Ja, auch nicht so schlimm, ne? Wie beim A5. Kunststoffe hier vorne. Ja, leicht geschäumt. Übrigens nicht so sehr geschäumt wie beim Tiguan. Da haben sie ein bisschen mehr das Ganze weicher gemacht oder etwas weicher gemacht insgesamt. Ansonsten aber sehr mit sehr vielen Designspielereien versehen. Auch diesen Einleger hier. Man könnte jetzt so sagen, es ist gechipptes Carbon. Ist es natürlich nicht, aber es sieht so ein bisschen danach aus. Erzeugt einen wertigen Eindruck. Auch die Sitze sehr bequem, äußerst straff gefedert. Das sage ich dazu. In dem Fall übrigens auch hier vorne Isofix-Halterungen.
Und, was ich jetzt gerade hier so sehe, wir haben die Skoda-typischen Mülleinsätze hier drin. Und ich zoome auch mal gerade rein. Zack, eine Kanton-Soundanlage ist auch dabei. Macht wirklich einen guten Ton. Lenkrad, ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Ist wahrscheinlich hier eine Geschmacksfrage, ob man das mit diesen zwei Speichen so schön findet. Echte Tasten, funktioniert alles selbsterklärend. Display kann ich mir auch konfigurieren, wie ich das gerne hätte. Und typisch VW ist der Gangwallhebel jetzt auch hier an den Lenkstock gewandert. Ja, und dann würde ich sagen, geht es eigentlich auch schon ans Fahren. Ab geht's ans Fahren im Skoda Kodiaq mit dem 150 PS starken Diesel. Ja, die Antriebseinheit kennt man aus dem VW-Konzern. 7-Gang-Getriebe, DSG, Frontantrieb, der 2 Liter TDI mit 360 Newtonmeter Drehmoment und beschleunigt den Kodiaq in knapp 10 Sekunden auf Tempo 100. Höchstgeschwindigkeit liegt bei knapp über 200 km/h. Da braucht man aber schon ein ganz schön freies Stück Autobahn. Das ist jetzt nicht die Paradedisziplin dieses Motors. Da gibt es natürlich noch andere Varianten, wie zum Beispiel den Kodiaq RS. Ansonsten verbrauchstechnisch, ich bin mit knapp 8 Litern hingekommen auf 100 Kilometern. Und in Anbetracht der Größe des Fahrzeugs ist das noch okay, würde ich jetzt sagen. Bin auch gerne ein bisschen flotter auf der Autobahn gefahren. Und von dem her würde ich sagen, es ist schon noch ganz im Rahmen. Ansonsten der Motor oder die Motor-Getriebeeinheit souverän. Da gibt es jetzt keine großen Highlights, keine großen Freudensprünge. Auf der anderen Seite versauert man hier auch nicht, wenn man zwischendrin mal einen LKW auf der Landstraße überholen möchte. Lenkung sehr angenehm gewichtet. Da gibt es auch gar nichts, eher auf der komfortablen Seite daheim. Hier in der Variante, die ich jetzt gerade teste, allerdings kein Fahrprofilmanager. Das heißt, ich kann hier auch nichts einstellen. Und es gibt hier auch in dem Fahrzeug jetzt kein Adaptivfahrwerk. Das heißt, ich habe hier drin die Stahlfederung. Und das ist für mich so ein bisschen der größte Kritikpunkt an dem Auto. Denn durch diese Stahlfedern ist das Ganze hier so ein bisschen, wie soll man sagen, ein kleines Schaukelpferd. Der wankt und schwankt. Und das ist jetzt nicht die höchst dynamischste Ausführung. Soll sie natürlich auch nicht sein. Was ich damit aber sagen will, wer die 800 € ausgeben kann, das Häkchen machen bei DCC, bei den adaptiven Dämpfern, dann ist man auf jeden Fall souveräner unterwegs und über alle Untergründe. Ansonsten, Assistenzsysteme halten sich sehr angenehm zurück, lassen sich aber über die Schnellwahltasten oder Schnellwahlmenü hier einfach deaktivieren. Und auch das Licht in der Nacht ist wirklich gut. Matrix-LED, Scheinwerfer in dem Fall. So, und dann gehen wir auch schon ab zum Fazit. Fazit: Skoda Kodiaq, 2. Generation, hier gefahren mit dem 150 PS starken Diesel. Und das ist ja schon eine ganz schöne Wundertüte, die man sich hier einkauft. Auf 4,76 Meter, über 2000 Liter Stauvolumen, bis zu 7 Sitze. Hey, das ist ein richtig großes Auto und da haben selbst Leute wie ich mit über 1,90 Meter Körpergröße vorne und auch in der 2. Reihe massig Platz. 3. Reihe dann eher was für die Kleinen oder eben Notsitz, falls man mal kurze Strecken mit vielen Leuten fahren möchte. So, hier drin die Kabine, sehr schön gemacht, sehr ordentlich verarbeitet. Wir haben eine gute Bedienung, nicht alles auf Touch gesetzt, finde ich persönlich auch gut gemacht. Flüssiges MIP4-System, die Smart Dials ergänzen das Ganze um haptische Elemente für die Klimasteuerung, finde ich simply clever, ja, um das doch mal nochmal so erwähnt zu haben. Lenkrad auch mit echten Tasten, finde ich gut gemacht. Kritikpunkte an dem Fahrzeug gibt es eigentlich für mein Verständnis nur eins, das ist das Stahlfahrwerk. Die 800 € würde ich in die Hand nehmen für das DCC-Fahrwerk, für die adaptiven Dämpfer, um hier einfach noch mal ein bisschen mehr Ruhe in das Fahrzeug zu bekommen. Dagegen sehr angenehm fand ich den 150 PS starken Diesel. Das ist jetzt nicht kein großer Unterschied zum Beispiel zum Tiguan. Die 150 PS reichen für den Alltag locker aus. Es gibt auch noch eine Allrad-Variante mit ein bisschen mehr Leistung, wenn man das haben möchte. Aber so für den Alltag ist das mehr als ausreichend.
Preistechnisch geht der Skoda Kodiaq ab 42.000 € los, dann allerdings mit einem 1,5 Liter Mildhybrid. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn euch am Ende das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Servus.